Hallo liebe Freunde und Abonnenten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze wieder in der C42C und ich nutze das geniale Wetter, ist ja alles wieder Charlie heute, um einen kleinen Ausflug zu machen. Heute geht es nach Dierdorf-Wienau. Dierdorf-Wienau ist ein kleiner Sonderlandeplatz im Westerwald. Der hat eigentlich nur am Wochenende offen, dann aber auch nur bei schönem Wetter, also bitte immer auf der Homepage schauen oder dort am besten anrufen, ob jemand da ist. Unter der Woche gilt sowieso PPR. PPR hat jemand anderes für mich schon gemacht und hat mich verständigt. Den treffe ich dann auch dort. Ist so eine kleine Überraschung für euch, wer das sein wird. Deswegen genießt jetzt den Flug und dann schauen wir mal, wer da am Flugplatz in Dierdorf-Wienau sein wird. Lange Information, Delta Mike Zulu in der X-Ray. Delta Mike Zulu in der X-Ray, Langen. Delta Mike Zulu in der X-Ray, eine Charlie 42 gerade in Worms gestartet, 3000 Fuß, auf dem Flug nach Dierdorf-Wienau, Echo Delta Romeo Whisky, bitte Verkehrsinformation. Delta Mike Zulu in der X-Ray identifiziert, Squawk 4451 und das QNH 1020. Squawk 4451, QNH 1020, Delta Mike Zulu in der X-Ray. Also, in meinem letzten Video hat ja die Audioaufzeichnung ziemlich gerauscht. Das lag an zwei Gründen. Zum einen, dass die Lautstärke fürs Intercom auf Maximum gedreht war. Und zum anderen, dass wenn das Intercom offen ist, dass beide Mikrofone von beiden Headsets gleichzeitig offen sind. Das ist dann das Problem, wenn das andere Headset nicht so eine gute Rauschunterdrückung hat wie dieses Headset hier, dann hört man das auch stärker und lauter. Es hinterher rauszufiltern mit irgendwelcher Software habe ich schon probiert, das klingt dann nur noch viel schrecklicher. Ich hoffe, das ist jetzt besser, aber ich habe bei diesem Flug nicht so viel zu erzählen. Alles dann, wenn wir dort sind. Jetzt genießen wir erstmal ein bisschen die Landschaft. Unterwegs vielleicht werde ich noch was sagen, wenn ich was entdecke. Schauen wir doch mal. Auf jeden Fall fliegen wir in Mainz vorbei. Der Kollege ist auch schon unterwegs, der wird vor mir da sein. Die Frequenz von Dierdorf-Wienau ist die 128.930. Drehen wir schon mal ein. In Dierdorf-Wienau, dort kann man fliegen ohne Flugleiter. Die Bedingung ist allerdings, dass jemand am Platz sein muss, der dann reagieren kann, falls wirklich was passieren sollte. Deswegen werden wir mal schauen, wie das ist, mit Blindsendungen dann dort anzufliegen. Ist für mich nicht das erste Mal, bin schon in Frankreich geflogen, da ist jeder zweite Platz ohne Flugleiter. So, jetzt fliegen wir hier Einflugschneise von Frankfurt-Main. Oh, und in Frankfurt da drüben, da ist alles düst, da regnet es oder ist da neblig. Mal gucken, ob ich das mit der Kamera eingefangen bekomme. So. Ja, alles Richtung Frankfurt, duster, neblig. Keine Ahnung, ist das Regen oder einfach nur Dunst? Weil eigentlich ja alles Charlie. Es wird nur Dunst sein da drüben. Aber nach vorne in die Richtung, alles schön weitsichtig, naja, relativ in unsere Richtung, alles frei. So, da sehen wir auch den Flugplatz Mainz. Gucken, ob wir den reingezoomt bekommen.
Am Flugplatz in Mainz war ich ja auch schon öfter. Da gibt es auch ein Video dazu, wen das interessiert, wird hier verlinkt. Ja, jetzt werde ich hier auch noch ein bisschen durchgeschüttelt. Mit der Rheinkante hier. Der Mike Zulu in der X-Ray. In die Extra hört. Verkehr 1 Uhr 2 Meilen 3200 Fuß. In die Extra halt Ausschau. Verkehr ist in die Extra. Ja, ich bin ein Freund der terroristischen Navigation und hier links neben von mir ist auch ein Sendeturm, aber der ist nicht auf der ICAO-Karte verzeichnet, das wundert mich. Ich bin jetzt zwischen Herkonzhausen und Montabaur. Der Berggipfel mit 1788 Fuß ist zwar eingezeichnet, aber nicht dieser Turm hier. Was das wohl ist, das werde ich natürlich erforschen und ihr seht jetzt im Untertitel, was das sein wird. DJ X-Ray, bitte verlassen Frequenz. X-Ray Squawk 7000, QN1 019, ciao. 7000, 019, ciao. Vierdorf, Info, Delta Mike, Zulu, DJ X-Ray. Ja, wenn keine antwortet, dann mache ich jetzt mit Blindsendungen. Vierdorf-Info, die Delta Mike Zulu in der X-Ray, eine C42 aus Worms, 5 Minuten südlich vom Platz sind 2400 Fuß. Ich werde auf der 2.5 landen. Richtig. Ja, das kam noch nicht an. Ich bin gleich näher, dann probieren wir es nochmal. Ja, scheint doch jemand da zu sein. So, jetzt fahren wir hier über die A3. Orientierungspunkt auf der Karte, somit sind wir kurz davor. So, jetzt fliege ich hier zwischen den Ortschaften durch, auf die Südplatzrunde zu. Da hinten sehe ich auch schon den Platz. Yep. Okay, da können wir recht langsam in der Platzrundenhöhe gehen. So, um den Ort herumfliegen. 1800 Fuß ist die Platzrundenhöhe. Die Delta Inter X-Ray dreht ein in den linken Gegenanflug der Piste 25. Genau richtig, Uli. Da wird man schon begrüßt. Hi. So. Landevorbereitung, Pumpe an, Licht an, Gas reduzieren und langsam die Klappengeschwindigkeit reinfliegen.
Die X-Ray dreht ein in den linken Queranflug, Piste 25. So, Klappengeschwindigkeit, erste Klappe. Piste ist links in Sicht. Und in die X-Ray dreht ein, Endanflug, Piste 25. So, Klappe Stufe 2. So, die Piste ist auf 951 Fuß, da muss ich noch ein bisschen runter. Da slippen wir mal ein bisschen runter, ein bisschen Höhe. Aber die Baumkante, die auf die passen wir noch auf. So, 100 km/h, sehr schön. Es geht hier wirklich knapp über die Bäume drüber. Hier ein Rollweg, ja, ich glaube ganz am Ende. Ja, war noch eine schöne Landung. Und herzlich willkommen in Dierdorf, Wienau. Ist ja Uli, schon roll super. komplett über die Piste zurück, fast bis ganz zurück, weil da ist dann so ein kleiner Taxiway, weil ich bin übers Gras und hier ist Sumpflandschaft. Mein Flieger sieht aus wie Sau. Aber hier liegt jetzt noch ein Taxiway. Ja, nimm den, geht auch. Dann musst du hier um meinen Hobel rumzirkeln. Wird schon klappen. So, Klappen rein, Pumpe aus, Licht aus, Transponder auf Standby. Hat sich schon gelohnt. Es wird noch zur Pizza eingeladen. Ja. Ne? Thunfischpizza gegeiert. Und es ist die Überraschung, den habe ich ja getroffen. Den Frank. Den werde ich noch ein paar Fragen stellen. Schauen wir mal. Ich kenne das schon, also, aber ich bin noch relativ unbekannt, weil das halt mich immer wieder selber wundert. Ja, da steht sie, die gelbe FK9 von Frank. Und hier sind wir jetzt bei der UL-Werft vom Lukas. Auch der Lukas hat einen YouTube-Kanal, wird jetzt hier oben verlinkt. Der macht hier einen UL-technischen Betrieb, ist zertifiziert für Rotax und für Comco Icaros und noch ein paar andere Hersteller. Und der zeigt uns jetzt mal hier, was er hier in der Werkstatt so betreibt. Was machst du jetzt gerade, Lukas? Ich habe hier eine nagelneuen 914er zerlegt und habe da auch hier Zeitraffer-Videos gemacht und bin da jetzt dran, im Prinzip das Ganze fertig zu machen. Das wird ein STI, also komplett. Das sieht man auf deinem Kanal, ja? Ja, kommt auf. Ich sag's nochmal, Kanal abonnieren. Ne? Ja, der Frank macht ja auch fleißig seine Videos. Sein Video wird sehr wahrscheinlich viel früher da sein als Donnerstag. meins. Donnerstag? Nee, so schnell bin ich nicht. Außer ich gebe mir Mühe, weil ich habe gerade noch ein anderes in Arbeit. Schauen wir mal. So, jetzt stehen wir hier auf dem Vorfeld und warten. Auf wen warten wir? Auf eine Pioneer 300. Ja, die macht hier gleich einen tiefen Überflug. Der Lukas ist jetzt auf den Turm hochgegangen, um den mal zu begrüßen. Hier ist wirklich gar nichts los. Seit wir hier sind, ist kein Flieger gestartet, keiner gelandet. Klar, alle denken, der hat zu. Und das ist doch was Schönes. Du hast den Flugplatz für dich, kannst die Natur genießen. Könnte man schon fast hier ein Outdoor, also so ein, wie heißt es, Into the Wild machen. Ja, hier kannst du ein Into the Wild machen, ja. Du kannst einen Flieger da drüben an die Hecke stellen und Ja. unter den Flieger das Zelt, kleines Lagerfeuer in der Nähe. Ich habe gesehen auf der Karte da drüben, die haben noch so eine Segelflugpiste in die Richtung. Ja, habe ich auch gesehen. War das hier drüben, ja? Da drüben in die Richtung. Ja, das wird hier zwischen den Wäldern durchgehen. Ja, Ne? ja. Und wenn du da drüben an den Wald dran gehst, das wäre geil. Ne? Da hinten ist sogar eine Bank. Siehst du das? Ah ja, tatsächlich. Alles Wichtig klar. für Into the Wild ist, es muss ruhig sein. Ja. Das ist das Wichtigste. Ja, ja, stimmt. Es muss ruhig sein und darf nichts los sein. Irgend so ein verlassener UL- oder Segelflugplatz, wo man nur Ja, am besten noch hinfliegen kann. ja Genau, genau. deswegen- genau.
ein geiler Hobel, ey. So, jetzt heißt Abschied nehmen. Yes. Ich sag schon mal, danke Lukas für die Einladung. Ja, kein Problem. Frank hat mich gefreut, dass wir uns endlich kennengelernt haben. Und das war nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen. Das war eine Drohung. Wir müssen Und den Dieter auch noch zusammen kennengelernt. in die Luft. Genau. Ja, der Dieter hier mit der Pioneer 300. Auch ein geiler Flieger, muss ich schon sagen. So, ich steige jetzt wieder in mein Flugzeug, muss zurück nach Worms. Da wartet schon der nächste Charterer. Deswegen bin ich ja nicht ganz so flexibel in der Zeit, aber ich komme wieder. Okay, Sehen wir uns gleich im Cockpit. man sieht sich. Tschüss. Ja, Ciao. Tschüss. DDF Info, die Delta Mike Juliet X-Ray rollt zum Rollhaltpiste 25. Die Delta Mike Juliet X-Ray rollen auf die Piste 25 und startet. Langeninformation, Delta Mike Zulu in die X-Ray. Delta Mike Zulu in die X-Ray Langen. Delta Mike Zulu in die X-Ray, eine C42 gerade in Dierdorf, Bienau, Echo Delta Romeo Whisky gestartet, auf dem Flug nach Worms, Echo Delta Foxtrot Victor, momentan in 3800 Fuß, bitte Verkehrsinformation. Delta Mike Zulu in die X-Ray, da sehe ich Sie am Squawk 4451, QNH 1020. Squawk 4451, QNH 1020, Delta Mike Zulu in die X-Ray. Ja, das war's dann auch mit meinem kleinen Besuch ich muss jedes Mal nachschauen, in Dierdorf, Bienau. Ja, wie bin ich darauf gekommen hinzufliegen? Ich habe heute morgens noch ein bisschen Instagram nachgeschaut und habe dann auch gesehen, wie der Frank auf Instagram gepostet hat, dass er da heute hinfliegen wird. Und dachte ich, Mensch, ich habe doch heute Zeit, schreibst ihm doch mal, ob wir uns da nicht treffen wollen. Und so kam das zustande. Und ich sage, ja Frank, dann treffen wir uns mal endlich und lernen uns auch mal endlich persönlich kennen. Wir verfolgen unsere Kanäle gegenseitig schon sehr lange, schreiben uns auch schon sehr viel, aber es hat sich bisher noch nie ergeben. Jetzt endlich mal. Und dass ich dann auch noch am Platz den Lukas kennenlerne, auch ein YouTuber, weil der Lukas, hier ist sein Kanal, der zeigt ein bisschen Technik rund um die Fliegerei. Der hat dort nämlich am Flugplatz Dierdorf-Bienau seinen eigenen kleinen UL-technischen Betrieb. Es gibt zwar keine Gaststätte am Flugplatz, aber der Lukas hat sich um Pizza und Getränke gekümmert und danke für die Einladung. Das fand ich sehr nett. So haben wir auch unser Mittagessen bekommen. Jetzt genieße ich auf dem Heimflug noch ein bisschen die Landschaft. Ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinschaltet. Bis dahin, euer Uli. Ciao.